Moin Moin, hier ist Na. Heute machen wir gebratenen Reis im Nordsee-Stil. Ich bin in Büsum am Nordsee, endlich Urlaub. Eine Frage an euch. Habt ihr überhaupt Bock, in Urlaub zu kochen? Oder kocht ihr nur Kaffee? In der Fußgängerzone habe ich gebratenen Reis mit Garnelen probiert. Leider hat dieser mit Nordsee gar nichts zu tun. Die Garnelen sind nicht mal aus Nordsee. Außerdem mag ich gebratenen Reis mit Sojasauce nicht. Vorne ist ein Edeka. So entscheide ich mich spontan, die fremde Küche warm zu machen. Lochzwiebel, Reis, Eier, Öl, Salz und Pfeffer. Was fehlt? Die Nordseekrabben. Die holen wir morgen frisch. Zuerst kochen wir Reis ohne Reiskocher. Reis ein paar Mal waschen. Wenig Wasser hineingeben. Aufkochen. Wasser bei mittlerer Hitze fast völlig verdünsten. Bei kleiner Hitze 12 bis 16 Minuten quälen. Der Topf sollte nicht ganz zugedeckt sein. Oh, das Wasser ist doch ein bisschen zu viel. Naja, Reis auflocken, abkühlen lassen und im Kühlschrank über Nacht bleiben. Nordsee, wir kommen! Die Krabben kostete bei der Fangfahrt an Bord 5 € pro Liter. Frisch gefangen und kurz gebrüht. Ein paar Mal abspülen. Krabben in Salzwasser aufkochen. Dann pulen. Jetzt kostet diese im Laden 68 € pro Kilo. Arbeit hat sich gelohnt. Eier schlagen. Lochzwiebeln zum Zweiteilen in Scheiben schneiden. Reis nochmal auflocken. Rührei braten. Lochzwiebel anschwitzen. Pfefferpulver. Reis anbraten. Rührei dazugeben. Mit Salz abschmecken. Jetzt Krabben. Gut vermengen. Zum Schluss die grünen Lochzwiebelringe. So schmeckt Nordsee, so schmeckt mein Urlaub.